der Herzensreise durch das Hohelied, das Lied der Lieder. Das ist ein Hochzeitslied. Die Bibel fängt an mit der Hochzeit, die Bibel endet mit einer Hochzeit. Nach der Passafest bei den Juden ist dieses Hohelied gelesen, weil sie wussten, sie sind in einen Ehevertrag, in einen Bund mit Jahwe gekommen als sein auserwähltes Volk. Und dieses ist auch ein großes Geheimnis. Paulus hat gesagt, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und dieses tiefe, innige, vereintes Beziehung mit dem Bräutigam Jesus Christus, die Frucht, das ist eigentlich die Frucht seiner Leiden, die Endzeitbrautgemeinde, die andere Gläubigen hervorbringen, kommt hervor. Und jeder von uns hat die einmalige Gelegenheit, während wir in dieser Welt sind, in dieser Beziehung zu wachsen, weiter und weiter zu kommen. Ich muss sagen, als Junggläubiger, 18 Jahre alt, irgendwie habe ich diese Vision, Gott hat so viel zu geben, wenn ich alles andere vergesse und nur auf dieses eine Ziel ausrichte, wirklich Jesus zu folgen und ein fruchtbares Leben mit 100-fach Frucht, dann habe ich alles erreicht. Und so, jetzt gehen wir weiter zu diesem gewaltigen Schluss. Und bevor ich das mache, möchte ich auch was sagen. Oder so. 29.07. bis 3.08. werden Mike und ich in Hoch im Österreich sein, in einer Sommerbibelschule, das heißt bevollmächtigt. Mit ihm zu herrschen, belebt durch die Kraft seines Geistes und befähigt, eine Erbe in Besitz zu nehmen. Und wir werden ein Lobpreisband mit uns haben. Wir haben viel Zeit die Gegenwart Gottes und in sein Wort. Und wir glauben, dass Gott wird wirklich Großes, Gewaltiges freisetzen. Das ist auch offen für Familien, für Ledigen, für Männer, für Frauen. Wir haben auch junge Männer mit uns in unser Team. So, wir erwarten viel von Gott. Okay, und ich möchte noch dazu sagen, dass Mike und ich im Anfang Juni bringen eine neue CD raus, Musik mit einer Botschaft, und das heißt, der Heilige Geist, die Verheißung des Vaters. Das ist 90 Minuten von die herrlichste Musik, von Gebete für den Heiligen Geist, von Offenbarung von der Geist der Wahrheit, Geist der Sohnschaft, Geist des Lebens, die Gärten unserer Seele, die Verwandlung unserer Seele durch Christus in uns, durch sein Geist, wie dieser himmlische Strom dich fruchtbar bewässert. Und das kannst du ständig zu Hause in dem Auto hören. Und wenn man das bevor 1. Juni vorbestellt, dann ist das portofrei. Kostet 12 Euro. So, nur für eure Gelegenheit. Okay, jetzt sind wir in Hohelied und ich lese dann ab Vers 11. Einen Weinberg hatte Salomo in Baal Hamon. Er übergab den Weinberg den Hütern. Jeder Mann wurde für seine Frucht 1000 Silberschekel einnehmen. Meinen eigenen Weinberg habe ich vor mir. Die 1000 Silberschekel gönne ich dir, Salomo, und 200 denen, die seine Früchte hüten. Okay, jetzt am Schluss haben wir ein Gleichnis für uns über Rechenschaft und Verantwortlichkeit. Oder unser Verwalteramt und Belohnung in die Geschäfte des Königs. Diese Brautseele, wie wir erfahren haben die ganze Zeit, hat alles gegeben für den Herrn. Sie hat ihr ganzes Leben ihm als Werkzeug zur Verfügung gestellt, ihr Leib als ein lebendiges Opfer. Sie ist vereint mit ihm, sie ist fruchtbar geworden und transformiert geworden in ihre Seele. Sie hat anderen dann ermutigt,
aber ich finde das gewaltig. Jetzt ist sie fruchtbar geworden. Jeder von uns sind diese Gaben, diese Sieg von Golgatha, der Heilige Geist gegeben. Und es wird ein Tag der Rechenschaft, Verantwortlichkeit und Belohnung kommen. Es nicht nur fruchtbar in dieser Welt, aber in Ewigkeit. Jeder wird eine Belohnung bekommen. Nicht arbeiten, dass wir gerettet sind. Aber was haben wir getan mit dieser gewaltigen Erlösung? Hat es in uns gewirkt und haben wir das weitergegeben? Jeder wird ihren eigenen Lohn empfangen für die Liebe, die sie zu Gott und seinen Menschen und allen Menschen gezeigt hat. Hier möchte ich ein paar Stellen lesen, weil auch in Matthäus 25 die Endzeitgleichnisse, die erste Gleichnis ist über die Braut, die 10 Jungfrauen und der innerliche Vorbereitung, aber der zweite Gleichnis ist über die Belohnungen, die Verwaltungsschaft von den Dienern, wo der König, der weggegangen ist, hat jeder Talenten und Gaben und Möglichkeiten und Dinge gegeben, anvertraut und jeder musste kommen, während er weg war und als er zurückkam, jeder musste Rechenschaft geben, was hat er, wie hat er investiert in den Weinberg, wie war er verantwortlich, wie hat er investiert, was ist er geschäftsfähig mit dem, was Gott gegeben hat, großzügig, war er gerecht an den Mitarbeitern gegenüber, die ihm geholfen hat, die Früchte einzusammeln. So, jeder, die mit dem Herrn regiert in Ewigkeit, muss lernen, die Gesetze des himmlischen Königreichs in den praktischen Angelegenheiten ihres Lebens anzuwenden. Okay, so jetzt wollen wir ein paar Stellen lesen. Weil nachdem die Braut genommen wird zu Christus, es kommt ein Richterstuhl Christi. Und das ist, ich lese 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. So jeder Gläubige wird erscheinen vor der Richterstuhl Christi. Und dann da ist noch ein Vers, Römer 14, Vers 12. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, den Brüdern keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Okay, hier sagt es, dass jeder von uns wird für sich Rechenschaft geben. Und dann da ist noch ein Vers in 1. Korinther 3, möchte ich auch das lesen, weil eigentlich das soll jeder von uns wissen. Das gibt uns wirklich eine Dringlichkeit, eine Ernsthaftigkeit zu wissen, wir werden alle erscheinen und stehen vor Jesus Christus. Um die Frucht, die in unser Leben, die Verwandlung, was er in uns, ihm die Ehre geben, was wir erlaubt haben und mit Gottes Geist wirklich aus unserem Leben hervorkommt. Merk mal, das ist nichts mit Sünde zu tun. Das hat nicht mit Errettung zu tun. Deine Errettung ist fest. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird gerettet durch Gnade. Die Gnade ist reichlich. Und das hat nichts mit, oh, du in den Himmel kommst. Das hat, was für eine Belohnung kriegst du. Und jeder wird seine eigene Belohnung empfangen, was er getan hat mit den Schätzen, die uns anvertraut sind. Ich finde das ein wichtiger Gedanke, zu leben in das Licht der Ewigkeit. Wie dieser eine Missionar gesagt hat, eine wirkliche, der ein Martyr wurde. Er hat gesagt, er ist kein Tor, er ist kein Narr, um das zu geben, was er nicht behalten kann,
das zu gewinnen, was nie verlieren kann. Okay, und in 1. Korinther 3, es sagt, so, wenn aber Vers 12, 1. Korinther 3, Vers 12. Wenn aber jemand auf der Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Okay, wir haben eine Grundlage, das ist Jesus Christus. Du kommst in den Himmel in diese Grundlage. Aber was du gebaut hast, auf Christus, was aufgebaut ist in dein Leben, wird durchs Feuer gehen. Wenn du Gold, Silber und kostbare Steine, wenn du das Göttliche, die Erlösung angenommen hast, das ist das Silber und befreit wurde von Sünden und Ketten, weil du wirklich die Erlösung in dir wirksam werden, wenn wirklich kostbare Steine hervorgekommen sind, in dir und in den Menschen du dienst, sind die Menschen zu Reife gekommen, oder hast du nur Holz, Streu, Dinge, die einfach viel Fleischliches aus deinem eigenen und wirklich nichts, was wirklich transformiert hervorgebracht, das wird klar gemacht. Und was bleibt, bleibt. Und du wirst entweder eine Belohnung oder du wirst gerettet, aber dann ohne wirklich Belohnung. So, hier ist ein Gleichnis am Schluss von dieser Braut und ich finde, Gott ist gewaltig, weil er belohnt die Treue. Nicht wirklich die Quantität von dem, was du getan hast. Warst du treu? Hat er dich verwandelt? Warst du treu? Du wirst für dich stehen, für die Dinge, die Gott, die Gelegenheiten, dass du in deinem Leben gehabt hast. Okay, so, und jetzt steht sie da und genauso Jesus übergab den Weinberg, den Hütern. Und es gibt ganz viele Gleichnisse im Neuen Testament. Jesus sucht Arbeiter für sein Weinberg. Und einer hat gesagt, ich gehe und ist nicht gegangen. Andere hat gesagt, ich gehe nicht und ist gegangen. Er sucht die Arbeiter für den Weinberg, für das Königreich, damit das Königreich Kultur ausgebreitet wird in dein Geschäft, in deine Beziehungen, in der Welt, in der du lebst. Und so, jeder wird kommen. Und jeder muss bezahlen für diese Fruchtbarkeit, die er hat. Und hier sagt die Braut, ich gönne es dir, Salomo. Nicht, ich habe das verdient. Das ist meine größte Freude. Ich gönne es dir. Alles, was du und ich zusammen hervorgebracht haben, das gebe ich dir. Du hast deine Ziele erreicht in mein Leben. Ich kann kaum warten. Ich lebe für diesen Tag. Das möchte ich hören. Gut getan, treuer Knecht. Und jemand hat mal gesagt, gut getan bedeutet Wille getan, treuer Knecht. Das möchte ich hören. Ich lebe wirklich vor einen. Ich muss Rechenschaft geben vor einen. Ich bin eine Verwalter von nur die kleinen Sachen, die Gott mir gegeben hat, aber ich will sie investieren, ich will sie weitergeben, ich will mein Bestes tun, das auszubreiten, die Schätze, die ich von anderen empfangen habe. Und so sie sagt, hier ist das für dich, Salomo, weil du hast alles gegeben. Das ist für deine Ehre, deine Herrlichkeit. Und 200 für denen, die mir geholfen hat, diese Frucht hervorzubringen. Und hier finde ich das gewaltig. Erstmal, sie denkt an alle die Leute, die in sie investiert haben. Die Leute, die sie Wahrheit empfangen hat. Jüngerschaft empfangen hat, von deinen Anfängen mit Gott, alle diese Leute, bis zum Schluss, du hast Bücher gelesen, du hast von Leuten auch ernährt, du hast Lehrer gehabt, du hast Pastoren gehabt, du hast Menschen gehabt
Und die 200, du sie und die Leute, die dir geholfen hat in deinem Leben, mit denen du zusammengearbeitet hast, die Mitarbeiter in dem Team und die Leute, mit denen du gearbeitet hast. Keiner von uns hat das alleine getan. Keiner von uns ist ein Ein-Man-Show. Es gibt immer Leute, die befähigen einander. Ich liebe das. Ich habe nur so witzig klein etwas. Aber wenn wir das zusammen, dann jeder hat sein Teil und kommt Gottes Königreich hervor. So, diese Seele hat gelernt, die Mitarbeiter, die ihr geholfen hat, großzügig und gerecht. Diese 200 ist wirklich die doppelte Portion, die doppelte Ehre soll gehen zu die Leute, die predigen das Wort, zu die Leute, die dich geleitet haben. Diese Ehre, und ihr Fruchtbarkeit und Belohnung multipliziert durch dich. Und was du gibst zu anderen und sie geben es weiter an anderen und reifer werden, dann kriegst du auch, du wirst multipliziert. So Gott hat uns am Anfang in der Schöpfung gesegnet. Es war immer sein Plan für den Menschen. Sei fruchtbar, vermehrt dich, füll die Erde mit meinem Königreich, meine Pflanzungen und erobere. Mach sie euch untertan, sei siegreich, trete auf den Feind und werde ein Überwinder. Oh, was für ein ewiger Plan. Okay, und so, das finde ich einfach gewaltig. Die Leute, die du gehirtet hast, die Leute, die du geleitet hast, die Leute, die du gedient hast. Hey, wenn du Krankenschwester bist, die Leute, denen du wirklich Gottes Liebe und Fürsorge gezeigt hast, die Kinder, die du wirklich das Brot gebrochen hast in Sonntagsschulen. Alles Gute, was du getan hast aus Liebe. Jemand ein Glas kaltes Wasser. Jemand einfach einer Mutter geholfen. Jemand einfach mit ihnen geweint. Alles, die sind die Frucht der Gerechtigkeit. Hier möchte ich auch einfach schließen mit dem Gedanken, in Offenbarung 19, wenn diese Hochzeit des Lammes kommt und die ganze Freude ist übermehrt und dieser Tag ist gekommen, wenn es sagt, und sein Weib hat sich bereit gemacht und ihr wurde gegeben feine Leinwand, gegeben, geschenkt aus Gnade, feine Leinwand, glänzend, leuchtend in Herrlichkeit und weiß, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen.